Hallo, immer wieder sprechen wir in unserem Podcast von sehr exotischen Ländern, die weit ab vom Schuss liegen. Und dabei hat eigentlich Deutschland südlich einen Nachbarn mit möglicherweise sehr, sehr attraktiven Steuerkonditionen. Ja, wir reden von der Schweiz. Oder ist es da doch nicht so günstig, wie wir uns das eigentlich vorstellen? Online scheint es da ganz, ganz widersprüchliche Aussagen zu geben. Kürzlich gab es erst einen Artikel bei Blick, der von sensationell niedrigen Steuersätzen für Ausländer dort spricht. Grund genug für uns das Land noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Sebastian, ich freue mich, dich heute dabei zu haben. Hallo. Nun, angeblich, wenn man in der Schweiz ledig ist und 100.000 Franken, das sind ungefähr 100.000 Euro verdient, bezahlt man angeblich nur 6% Steuern. Da ist es natürlich, oder so sagt es der Artikel bei Blick, da ist natürlich die Frage, warum packen wir nicht alle unsere Koffer und ziehen sofort in die Schweiz, weil das hört sich ja wirklich ganz, ganz klasse an. Ist es denn tatsächlich so toll, wie es sich da anhört? Ja, eben. Also wenn man die deutschen Steuern gewöhnt ist oder auch nicht nur die deutschen, die englischen, die amerikanischen, französischen, spanischen, was weiß ich was, dann trifft dann natürlich der Schlag. Tatsächlich gibt es Gemeinden im Kanton Zug, in denen man bei 100.000 Franken Einkommen nur 6% Steuern bezahlt. Und das sind jetzt die Steuern gesamthaft, also sowohl in Kanton, Gemeinde und Bund. Das kann nämlich in der Schweiz pro Gemeinde unterschiedlich sein, welche Steuern dort anfallen. Aber ja, 100.000 Franken Einkommen für jemand, der ledig ist, 6% Steuern, Realität im Kanton Zug. Das ist natürlich klasse. Aber wie gesagt, du sagst, es ist im Kanton Zug. Ist es ein Einzelfall oder ist es grundsätzlich in der Schweiz so nett? Also grundsätzlich ist es natürlich kein Einzelfall. Es gibt etliche Kantone und Gemeinden, bei denen man ähnliche Steuern bezahlen müsste, bei 100.000 Franken. Es kommt sogar noch besser, ja. Also wer verheiratet ist und 2 Kinder hat, zahlt bei einem Einkommen von 150.000 Franken in den gleichen Gemeinden nur 2% Steuern. Und wohlgemerkt, das beinhaltet alle Steuern in Bund, Kanton und Gemeinde. Schatz, pack die Koffer, auf geht's in die Schweiz. Warum ziehen nicht mehr Leute in die Schweiz dann, wenn das so attraktiv dort ist? Tja, also tatsächlich kann natürlich jeder EU-Bürger dank der bilateralen Verträge in die Schweiz umziehen. Ja, das Einzige, was man braucht, ist ein Job, was relativ einfach ist in der Schweiz momentan zu finden, denn auch die Schweiz hat praktisch Vollbeschäftigung. Wer unternehmerisch tätig ist, der kann sein eigenes Unternehmen gründen und sich seinen eigenen Job sozusagen dort schaffen, zum Beispiel eine GmbH, gründen, dort Geschäftsführer werden. Also das ist definitiv möglich. Und es ziehen ja auch viele Deutsche in die Schweiz. Also ich meine, schon 300.000 Deutsche leben in der Schweiz. Die Schweiz ist Auswanderungsland Nummer 1 für die Deutschen. Sehr, sehr interessant. Aber jetzt mal ganz kurz zurück zu den Steuern. Wie passt es denn zusammen? Weil es gibt im Internet natürlich auch ganz, ganz viele Webseiten. Statista ist zum Beispiel eine, wo viel höhere Steuersätze angegeben werden. Wie muss ich die zwei miteinander verbinden? Ja, ich weiß, das ist extrem verwirrend. Es handelt sich aber hier sehr wohl um Höchststeuersätze. Und das Stichwort ist also tatsächlich die Steuerprogression. Ja. Die Beispiele, die wir gerade eben genannt haben, das waren 100.000 Franken bei Singles und 150.000 Franken bei verheiratet mit Kindern. Das ist in der Schweiz jetzt, sage ich mal, noch ein Einkommen, wo die Steuern sehr günstig sind, sehr, sehr günstig sind. Das geht natürlich dann, ich sage mal, bei einem Bereich von 250.000 oder mehr rapide nach oben. Es gibt ja dann alleine zum Beispiel die direkte Bundessteuer, die immerhin 11,5% in der Spitze beträgt. Also immerhin, ja. Ich habe gedacht, wir rechnen das Ganze einfach mal durch anhand der steuergünstigsten Gemeinde in der Schweiz, Freienbach. Ich habe da auch mal gewohnt, ein paar Jahre. Ja. Und wir rechnen das jetzt mal hier durch für jemanden, der Single ist, konfessionslos, keine Kinder hat und Einkommen hat aus ganz normaler Beschäftigung. Ja. Also es ist jetzt nicht Zug, das ist jetzt Kanton Schwyz. Ja? Also bei einem Einkommen von 100.000 Franken fallen 6.400 Franken Steuern an, also effektiv 6,47%. Zusätzlich gibt es dann noch Sozialabgaben in Höhe von circa 10.000 Franken, die der Arbeitgeber abzieht vom Lohn. Dazu mehr später. Okay. Bei 150.000 Franken
zahle ich 13.200 Franken. Der Steuersatz ist also 8,84%. Bei 250.000 Franken bezahle ich sagenhafte 31.000 Steuern. Dann ist der Steuersatz 12,36%. Bei einem Einkommen von 500.000, also 500.000 Franken, zahle ich 84.000 Franken Steuern. Dann bin ich schon bei 16,87%. By the way, Sozialabgaben bei 500.000 Franken auch wieder ungefähr 10%, also 50.000. Ja. Und bei 1 Million Einkommen liegen die Steuern dann bei 181.000. Der effektive Steuersatz ist eben 18% ungefähr, Sozialabgaben ungefähr 90.000. So, und wenn man jetzt das anschaut, hier ist jetzt eben der Kanton Schwyz. Vorhin die Zahlen, die wir jetzt angeschaut haben und die wir so bei Statista sehen, ist natürlich dann so alles zwischen 20 und 45%. Und so kommt es im Grunde genommen zustande. Es ist halt der Unterschied ist einfach diese Webseiten zeigen immer den Höchststeuersatz an und der Höchststeuersatz setzt in der Schweiz erst extrem spät an. Also vielleicht bei mehreren 100.000, die man da verdienen muss. Und daher natürlich diese Unterschiede. Also das heißt, auf den Webseiten wie Statista wird der maximale Steuersatz angezeigt. In dem Artikel von Blick wurden natürlich dann viel niedrige Steuern angezeigt. Jetzt lass uns das mal aber so ein bisschen in Kontext tun, weil die Steuern sind natürlich nur eine Sache, die man bedenken muss, wenn man ins Ausland zieht und wenn man plant, in die Schweiz zu ziehen. Wie sieht's denn zum Beispiel mit dem Mietspiegel aus oder den Mietkosten, die wir uns vorstellen müssen? Nehmen wir doch mal Freienbach, was du schon als Beispiel für die Steuer benutzt hast. Wenn ich mir da was mieten möchte, was für Kosten kommen da auf mich zu? Also gar nicht so extrem eigentlich, also jetzt nicht so wie Monaco oder sowas, ja. Also ich habe mal vorher nachgeschaut bei Comparis CH, das ist so eine Immo-Webseite. Der kostet 2,5 Zimmerwohnung, Baujahr 2020, knapp 2.000 Franken im Monat. Ja. Also jetzt nicht extrem. Ja. Okay, gut. Jetzt aber nochmal die Situation Ausländer in der Schweiz. Wie werden die denn besteuert im Vergleich zu Schweizern in der Schweiz? Genau, da gibt es nämlich Unterschiede. Also das heißt, Ausländer können nicht so ohne weiteres die jetzt gerade eben diskutierten Steuersätze in Anspruch nehmen, zumindest nicht in den ersten 5 Jahren. Nur jene Ausländer, die mehr als 120.000 Franken im Jahr verdienen, werden regulär veranlagt und bezahlen die Steuersätze, von denen wir gerade eben gesprochen haben. Alle anderen Ausländer bezahlen Quellensteuern. Diese werden vom Arbeitgeber einbehalten, der sonst, ganz wichtiger Unterschied zu vielen Ländern, in der Schweiz keine Steuern einbehält. Ja? Also der Arbeitgeber behält nur Sozialabgaben ein, aber keine Steuern. Aber bei Ausländern, die in der Schweiz arbeiten, werden Quellensteuern einbehalten und die variieren nach Kanton. Also ich sage mal ein Beispiel. Kanton Zug, 5.000 Franken Einkommen, sind die Steuern sagenhafte 153 Franken. Kanton Schwyz, 276 Franken. Bei 8.000 Franken steigt die Quellensteuer im Kanton Zug auf 409 Franken und 60 Rappen an, beziehungsweise 664 Franken im Kanton Schwyz. Im direkten Vergleich der beiden Kantone fällt also auf, dass ein Wohnort in Zug circa 1.500 Franken oder 3.000 Franken bei einem Einkommen von 8.000 Franken im Jahr einspart, kann man sich also überlegen, ob man hier entsprechend in einem solchen Ort dann leben möchte. Wie gesagt, sind die Quellensteuersätze sind auch niedrig. Ausländer, die in den ersten 5 Jahren in der Schweiz leben, brauchen deswegen keine Steuererklärung abzugeben. Damit ist also ihre steuerliche Schuld in der Schweiz getan. Danke, Sebastian. Ich hätte noch gerne ein paar Informationen zum Thema Sozialabgaben. Du hast das schon so ein bisschen angerissen, als es um die verschiedenen Steuersätze ging, aber geh doch mal ein bisschen in Detail ein, was da auf Leute zukommt. Ja, also die sind natürlich in der Schweiz nicht billig und werden hälftig vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezahlt. Wir haben also folgende Positionen. Einmal die AHV, das ist die staatliche Rente. Dann gibt es Arbeitslosenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Krankentagegeld. Und dann noch zusätzlich eine betriebliche Altersvorsorge, die auch verpflichtend ist. Und
Und wir haben die ungefähren Beiträge ja schon genannt. Also man muss so rechnen zwischen 10-15% vom Bruttoeinkommen. Natürlich ist es dann nach oben teilweise gedeckelt, ist ja ganz klar. Die Leistungen, muss man aber sagen, sind wirklich gut. Also es ist fast unvorstellbar, wenn man das vorliest. Arbeitslosengeld kann in der Schweiz bis zu 8.600 Franken im Monat betragen. Ja? Oh, wow. Je nachdem natürlich, was man verdient hat. Ja? Also wenn du jetzt 12.000 Franken im Monat verdient hast, dann kriegst du tatsächlich 8.600 Franken Arbeitslosengeld. Ja? Also, das heißt, du kannst sagen, naja, also da lohnt es sich, in die Arbeitslosenversicherung natürlich einzuzahlen, wenn ich dann hier bei Jobverlust tatsächlich hier so gut versorgt bin. Ja. Die Altersvorsorge, wie gesagt, in der Schweiz hat 3 Säulen. 2 haben wir schon angesprochen. Die staatliche Rente, die ist so umlagefinanziert, letztlich wie in Deutschland, in anderen Ländern auch. Das heißt, die aktuelle Generation an Arbeitnehmern bezahlt im Grunde die Rente der aktuellen Rentner. Dann gibt's aber natürlich auch noch die Möglichkeit, seine eigene Rente oder Altersvorsorge aufzubauen. Oder eigentlich nicht die Möglichkeit, sondern die Pflicht ist die sogenannte dritte Säule. Dort führt man also seinen eigenen Topf und sein eigenes Geld wird letztlich investiert. Und je nachdem, wie gut man dann investiert oder wie risikobereit man ist, desto höher kann natürlich der Ertrag sein. Erzähl uns noch ein bisschen was zur Krankenversicherung. Es ist so ein großes Thema für Leute, die aus Deutschland wegziehen und das System hier kennen. Wie verhält sich da in der Schweiz? Genau, also es gibt natürlich keine gesetzliche Krankenversicherung in der Schweiz, sondern grundsätzlich alles ist privat. Alle Krankenversicherungen müssen per Gesetz einen bestimmten Leistungskatalog an Leistungen anbieten, der sogenannte Grundtarif oder die Grundversorgung. Und der liegt so ungefähr bei 350 Franken pro Person pro Monat. Ja. Hat jetzt jemand Sozialhilfe, dann würde zum Beispiel die Regierung diesen Versicherungsbeitrag bezahlen. Aber eben, es ist ein versicherungsbasiertes System. Und es gibt private Versicherungsunternehmen. Jetzt gibt es in der Schweiz natürlich auch noch sowas, die Pauschalsteuer. Die ist bekannt geworden, vor allem durch den Rennfahrer Michael Schumacher. Was muss ich mir darunter genau vorstellen? Genau, also wer jetzt mindestens 10 Millionen Franken Vermögen hat und 400.000 Franken sogenannten Lebensaufwand, ja, der kann in manchen Kantonen auch eine Pauschalsteuer mit dem Finanzamt verhandeln. Konkret wird ein Ausländer, der in die Schweiz umzieht und eine Wohnung hat, die 5.000 Franken im Monat kostet, für ein Einkommen von 420.000 Franken, 5.000 Franken Miete mal 12 mal 7, so ist die Formel, besteuert. Und das dann zum gleichen Satz wie Steuerzahlende, wie andere Steuerzahlende auch. Jetzt kann man natürlich hier sich Gedanken machen, macht es Sinn oder nicht. Ich meine, wir haben vorhin gesehen, die Steuern sind natürlich relativ niedrig. Ja, das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich natürlich 1 Million, 2 Millionen verdiene und dann Steuern auf 420 bezahlen muss und diese nicht besonders hoch, dann lohnt sich das Ganze natürlich. Ja, also im Schnitt kann man dann, wenn man sein Gesamteinkommen betrachtet, auf eine Steuer von 4-5% natürlich kommen. Aber das muss natürlich stimmen. Ich persönlich finde die Pauschalbesteuerung in der Schweiz nicht sehr interessant. Ich denke, da gibt es interessantere Modelle, zum Beispiel Italien oder auch Griechenland, wo man ja eine Pauschalsumme bezahlt, 100.000 Euro. Und dann hat man damit alles abgefespert und muss keine weiteren Steuern bezahlen. Kannst du nur für mich klarstellen, ist das was man individuell beantragen muss und aushandeln muss? Oder gibt es da so ein One-Size-Fits-All-Approach? Nein, ich würde dann hier so einen Deal machen mit dem Finanzamt, genau, und speziell für mich hier dann, dass dieses dann aushandeln. Ja. Okay. Erzähl uns noch ein bisschen was zur Vermögensteuer. Wie verhält sich da in der Schweiz? Ja, die gibt's in der Schweiz, ist auch kantonsabhängig, will ich jetzt nicht groß auf Details eingehen. Am höchsten ist im Kanton Genf, da kann man mit 1% rechnen. Also muss man bei 20 Millionen Vermögen ungefähr 200.000 im Jahr bezahlen. Dann noch ein großes Thema sind Kapitalerträge. Wie werden die besteuert? Das kann attraktiv sein, also gerade Veräußerungserlöse im privaten Bereich, wenn ich das also nicht gewerblich mache, sind steuerfrei. Das gilt auch für Kryptowährungen. Das heißt, wenn ich Aktien privat verkaufe, sind die letztlich die Erlöse steuerfrei. Dividenden werden mit dem normalen Einkommensteuersatz versteuert, der ja meistens sehr niedrig ist. Halte ich mehr als 10% an dem Unternehmen, was die Dividenden ausschüttet,
dann bekomme ich einen Rabatt, der liegt so in der Größenordnung 50%. Kannst du uns noch ein paar Sätze zur Unternehmensbesteuerung sagen? Auch hier günstig, große kantonale Unterschiede. Ich würde sagen zwischen 11 und 21% bei Kapitalgesellschaften. Das hört sich natürlich alles super attraktiv für Deutsche an, in die Schweiz zu ziehen. Die müssen sich aber auch noch mit der überdachenden Besteuerung herumschlagen. Was genau ist das? Das ist so ein Begriff, den kannte ich vorher gar nicht. Ja, genau. Also ich meine, man kann sich ja vorstellen, dass natürlich gerade für die deutschen Behörden und für die deutsche Regierung hier die Schweiz ein absolut rotes Tuch ist und schon lange ein rotes Tuch war. Sozusagen hier ein richtiger Stachel im Fleisch, ja. Und da gibt es also jetzt umfangreiche Sondervereinbarungen, Doppelsteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz. Und eine davon ist eben die sogenannte überdachende Besteuerung, ja. Hier wird geregelt letztlich, dass wer als Deutscher in die Schweiz umzieht, bleibt noch 5 Jahre in Deutschland beschränkt steuerpflichtig, wenigstens für Einnahmen aus deutscher Quelle. Ja? Also deutsche Mieten, deutsche Gewinnausschüttung, Zinsen, Erbschaften, Schenkungen, Veräußerungserlöse und so weiter und so fort. Keine deutsche Quelle übrigens, und das wird vielfach oft im Internet beschrieben, keine deutsche Quelle sind deutsche Kunden, wenn man ein Unternehmen in der Schweiz gründet. Ja, also, weil dann habe ich eine Schweizer Betriebsstätte und somit sind dann hier deutsche Kunden, die ich damit bediene, natürlich nicht hier zu bewerten als eine deutsche Quelle. Man fällt nicht unter die überdachende Besteuerung, wenn man aufgrund eines Anstellungsverhältnisses, aber nicht beim eigenen Unternehmen, sondern bei fremden Dritten, oder Heirat in die Schweiz umzieht. Die erweiterte beschränkte Steuerpflicht gilt gegebenenfalls je nach Kanton. Zusätzlich, was die da noch ausmacht, ist letztlich, dass noch mehr deutsche Einkünfte weiterhin in Deutschland besteuert werden müssen. Sieh mal ein Fazit für uns abschließend. Steuerparadies, ja oder nein? Also ich würde nicht sagen, dass die Schweiz per se ein Steuerparadies ist. Wir haben ja gesehen, es gibt da sehr große Unterschiede zwischen einzelnen Kantonen und Gemeinden. Und natürlich auch, es hängt stark von der Person ab, die jetzt dort umzieht und was die verdient. Ja. Also man darf ja nicht vergessen, sicherlich 100.000 Franken sind eine Menge Geld, aber die Kosten sind natürlich auch sehr hoch in der Schweiz, extrem hoch. Gerade wenn man so Dinge anschaut, wie zum Beispiel Kinderbetreuung, kostenlosen Kindergarten und sowas gibt's ja nicht. Da muss ich dann Tausende letztlich im Monat dafür bezahlen. Ja. Später dann bei den sehr gut Verdienern ist natürlich dann auch die steuerliche Belastung so im Bereich, sage ich mal 20%. Gut, ist immer noch natürlich viel günstiger als in Deutschland. Sozialabgaben kommen dazu, darf man auch nicht vergessen. Die sind auch nicht ohne. Also auf jeden Fall insgesamt deutlich tiefer als Deutschland. Und jemand, der genau dieses Modell sucht, das heißt zu sagen, okay, ich will jetzt nicht extrem Steuern sparen, aber dennoch natürlich deutlich weniger als in Deutschland bezahlen. Gleichzeitig ist die deutsche Sprache mir wichtig, hohe Lebensqualität, Sicherheit, Stabilität. Für den ist die Schweiz ideal. Andernfalls gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal, wo man hinziehen kann, wo dann natürlich sehr viel geringere Besteuerung noch möglich ist. Man denke nur an Non-Dom-Status oder manche der Länder, die nach Territorialprinzip versteuern. Da zahle ich dann ja nicht 20 oder 30%, sondern vielleicht 5% oder sogar 0%. Ja? Also es hängt jetzt wirklich davon ab, wie die individuelle Situation ist. Das muss man also in einem Beratungsprozess klären. Wollte ich gerade fragen, Sebastian, wie kannst du denn Leute unterstützen, die sagen, ja doch, das hört sich interessant an, sowohl die Schweiz, aber auch die Leute, die sagen, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, was gibt's denn dann noch? Können Sie mich da ein bisschen unterstützen? Was kannst du mit Leuten machen? Unbedingt. Also wir arbeiten natürlich laufend mit Bananen zusammen, die ins Ausland umziehen wollen, aus steuerlichen Gründen. Wir haben sehr viel Erfahrung. Wir helfen dir dabei, das richtige Land zu finden. Wenn du jetzt gerne in die Schweiz ziehen möchtest, können wir mit dir evaluieren, was das Ganze steuerlich für dich bedeuten würde. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Macht vielleicht ein anderes Land Sinn? Kann man vielleicht eine Kombination machen? Kann man vielleicht sagen, du wohnst für einen gewissen Teil des Jahres in der Schweiz und ansonsten irgendwo anders. Also da gibt es viele mögliche Modelle, die sich hier anbieten würden. Wir haben in der Schweiz und in vielen anderen Ländern Steuerberater und Rechtsanwälte, mit denen wir zusammenarbeiten.
Du musst dich nicht selbst darum kümmern, hier kompetente Rechtsanwälte und Steuerberater zu finden. Wir haben das bereits für dich erledigt und können hier mit dir das ideale steuerliche Konzept weltweit ausarbeiten. Super, Sebastian. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Ist es die Mehrheit von Leuten, die du berätst, die gehen in die Schweiz oder wie verteilt sich das so in deinem Kunden? Klar, also muss ja schon sagen, viele Leute, die wirklich haben, die wollen ja auch dann wirklich, also die zahlen dann noch 2-3% oder so und das war's dann, ja. Aber ich meine, es ist halt doch, also die Schweiz halt doch attraktiv und ich meine jetzt gerade, wenn du jetzt Familie hast oder so, ich meine, du willst ja nicht vielleicht eine Pirateninsel ziehen oder so, ja. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.